Willkommen zurück zur zweiten Einheit, in der es darum geht, um die Ecke zu denken. Wir wollen ein Kunstwerk aus Vielecken malen und werden dabei unseren ersten eigenen Block erstellen. In diesem Projekt werden wir besonders Blöcke aus der Stiftkategorie verwenden, deswegen möchte ich die euch kurz erklären. Letztes Mal haben wir schon verwendet den Wischeblock, ihr erinnert euch, der reinigt die Bühne wieder, wenn wir etwas gemalt haben. Heute wollen wir den Stift-Runter-Block benutzen und den Stift-Hoch-Block, weil wir etwas malen wollen. Ihr könnt euch das so vorstellen, wenn ich den Stift runter mache, ist die Figur wie ein kleiner Roboter, der einen Stift an der Spitze hat, und der Stift runter bedeutet, er ist auf den Boden gedrückt und alles, was die Figur fährt, wird gemalt. Mache ich den Stift wieder hoch, ist es nicht mehr so. Ich führe es gerade einmal vor. Wir machen den Stift runter und bewegen uns dann vorwärts. Jetzt müssen wir eine graue Linie bekommen. Wenn ich den Stift wieder hoch mache und bewege die Figur vorwärts, hört sie auf zu malen. Außerdem kann ich in der Stiftkategorie verschiedene andere Dinge machen, wie zum Beispiel die Farbe meiner Figur setzen. Dafür mache ich sie mal ein bisschen größer, dass ihr das besser sehen könnt. Ich kann entweder die Stiftfarbe setzen, indem ich hier aus der Farbauswahl eine Farbe auswähle. Ihr könnt die aktuelle Stiftfarbe eurer Figur immer sehen an der Farbe der Turtle bzw. des Richtungsanzeigers. Der hat dieselbe Farbe, wie die Stiftfarbe gerade ist. Außerdem könnt ihr die Stiftfarbe auch ändern oder als Zahl setzen. In Snap funktionieren die Farben so, dass sie aus 3 Teilen bestehen. Eines ist der Farbton. Das ist der Bereich, in dem ich mich hier bewege. Außerdem gibt es die Helligkeit, die regelt, wie dunkel die Farbe ist. Eine Helligkeit von 0 bedeutet, die Farbe ist schwarz. Eine Helligkeit von 100 bedeutet, wir haben die maximale Helligkeit. Und der dritte Faktor ist die Sättigung einer Farbe. Eine Sättigung von 0 heißt, die Farbe ist weiß. Wir probieren das gerade mal aus. Ich setze mal den Stift auf Farbton 0. Das ist rot. Und jetzt probieren wir es mal, die Helligkeit und Sättigung zu ändern. Ich setze die Sättigung mal auf 0 am Anfang. Das heißt, unsere Stiftfarbe unsere Sättigung müsste jetzt weiß sein. Ändere ich die Sättigung immer um 10, komme ich über verschiedene Pastelltöne am Ende zu dem stärkst intensiven Rotton. Genauso bei der Helligkeit setze ich die Helligkeit am Anfang auf 0. Wir haben hier schon einen Block. Jetzt setze ich die Helligkeit am Anfang auf 0. Ist meine Figur schwarz. Ändere ich die Helligkeit jeweils um 10, wird die Farbe so lang heller, bis ich den maximalen intensiven Rotton erreicht habe. Außerdem könnt ihr die Stiftdicke verändern. Das heißt, nicht nur so dünne Linien malen, sondern wir können die Stiftdicke mal ein bisschen ändern. Ich habe jetzt 4-mal geklickt. Das heißt, die Stiftdicke müsste 5 sein. Wenn ich mich jetzt vorwärts bewege und den Stift runter mache, müsste ich einen dickeren Strich bekommen. Ich kann sogar die Stiftdicke direkt setzen. Machen wir mal was ganz Dickes, zum Beispiel 30. Und jetzt müsste ich einen ganz dicken roten Strich bekommen. Probieren wir das auch nochmal aus. Funktioniert. Für unser Projekt mache ich jetzt mal ein neues Projekt auf, damit mein Skriptbereich wieder sauber ist und wir von vorne loslegen können. Wie angesprochen, wollen wir uns heute mit Vielecken beschäftigen. Wir fangen mal mit einem klassischen Vieleck an, einem Viereck, ein Quadrat. Für ein Quadrat, wenn wir das malen wollen, wollen wir am Anfang den Stift runter machen aus der Stiftkategorie. Danach wollen wir uns gehen und uns drehen. Ich gehe mal 100 Schritte. Und danach drehe ich mich um 90 Grad. Wir machen das mal. 100 Schritte, danach um 90 Grad drehen. Und diesen selben Ablauf muss ich jetzt noch 1, 2, 3 Mal ausführen. Das heißt, mein Skript funktioniert so: gehe 100 Schritte, drehe 90 Grad und mache das Ganze insgesamt 4 Mal. Das heißt, ich kann einfach eine Wiederhole-4-Schleife benutzen. Die kennt ihr auch schon aus der vorherigen Einheit. Wiederhole 4 Mal, gehe 100 Schritte, drehe 90 Grad, sollte das genau gleiche Viereck ergeben wie dieses hier. Lass uns ausprobieren. Das funktioniert. Vierecke oder Quadrate sind meine absolut lieblingsgeometrische Form und ich möchte die sehr, sehr oft benutzen. Deswegen möchte ich mir an dieser Stelle einen eigenen Block machen, der mir Quadrate malen kann, damit ich nicht immer dieses Skript ganz oft wiederholen muss.
Um einen eigenen Block zu erstellen in Snap gibt es 3 Möglichkeiten. Ihr könnt entweder auf dem Skriptbereich Rechtsklick machen und neuen Block bauen auswählen oder ihr könnt in jeder Kategorie hier oben auf das Pluszeichen drücken oder hier unten auf Neuer Block. Alle 3 Möglichkeiten führen euch zu dem Block-Editor. In den Block-Editor könnt ihr zuerst den Namen eures gewünschten Blocks eingeben. Meiner soll ein Quadrat malen, deswegen nenne ich ihn mal Quadrat. Hier kann ich außerdem aussuchen, welche Art von Block es sein soll. In Snap gibt es 3 Arten von Blöcke. Bisher haben wir eigentlich immer Befehle verwendet. Und unser Quadrat soll auch ein Quadrat malen, das heißt, das ist ein Befehl, deswegen lasse ich das einfach so. Außerdem können wir aussuchen, ob der Block für alle Objekte verfügbar ist oder nur für das Objekt, das ich hier gerade programmiere. Ich möchte aber, dass er für alle verfügbar ist, deswegen kann ich einfach OK sagen. Dann öffnet sich der Block-Editor. Den kann ich programmieren, genau wie den Skriptbereich. Ich muss nur darauf achten, dass mein Skript hier an diesem Head-Block, an diesem Startblock Quadrat angedockt ist. Das heißt, für mein Quadrat möchte ich am Anfang den Stift runter machen. Dann möchte ich 4-mal wiederholen. Und die Schritte, die ich 4-mal wiederholen möchte, sind gehe. Wir machen mal 50 Schritte. Und danach möchte ich 90 Grad drehen. Um meinen Block zu speichern, ihr könnt in der Stiftkategorie sehen, der ist hier schon. Der macht aber noch nichts, weil ich nicht gespeichert habe. Um meinen Block zu speichern, kann ich entweder hier auf Anwenden klicken, dann wird der Block gespeichert und der Block-Editor bleibt geöffnet. Oder ich kann OK klicken, dann wird der Block gespeichert und der Block-Editor wird direkt geschlossen, wenn ich fertig bin mit meinem Block. Wenn ich den jetzt ausführe, sollte er mir genau das gleiche Quadrat malen wie das hier. Wir probieren es nochmal aus. Hier ist dieses Quadrat und hier ist das Quadrat aus unserem ersten eigenen Block. Soll nur halb so groß sein. Wir probieren es hier nochmal mit 50 Schritten. Das habe ich vergessen. Wunderbar, macht genau die gleichen Quadrate. Das ist schon mal sehr schön, aber vielleicht möchte ich ja Quadrate machen, die nicht immer nur 50 groß sind, sondern vielleicht auch welche, die 25, 80 oder 312 Schritte groß sind. In dem Fall brauche ich eine Eingabe für meinen Quadratblock. Um meinen Quadratblock nochmal zu verändern, kann ich einfach hier rechts draufklicken und Bearbeiten auswählen. Dann komme ich wieder auf meine Blockdefinition. Wie gesagt, um verschiedene Quadrate in verschiedener Größe zu machen, brauche ich eine Eingabe für die Größe. Um eine Eingabe hinzuzufügen, kann ich hier einfach auf das Pluszeichen drücken. Es öffnet sich das Eingabefenster, in dem ich auswählen kann, ob ich einfach die Beschreibung des Blocks erweitern möchte oder ob ich eine Eingabe hinzufügen möchte. In dem Fall möchte ich eine Eingabe für die Seitenlänge hinzufügen und ich sage dann OK und erhalte hier so einen orangenen Eingabeslot. Wenn ich jetzt Anwenden klicke, seht ihr, dass hier außen mein Block auch eine Eingabe hat. Alles, was ich hier außen eingebe, ist innerhalb des Blocks in diesem orangenen Oval gespeichert. Wenn ich jetzt hier außen 25 eingebe, ist die 25 hier drinnen in dem Orangenen gespeichert. Wenn ich den Block jetzt so ausführe, malt er mir natürlich immer noch ein Quadrat mit Größe 50, weil ich das hier festgeschrieben habe. Um tatsächlich variable Größen haben zu können, muss ich die Seitenlänge hier reinziehen. Jetzt ist jeweils der Wert von hier außen hier drin referenziert und es wird immer die Anzahl an Schritten gegangen, die ich außen angegeben habe. Wir können das gerade mal testen. Wischen nochmal. Ich mache ein Quadrat mit Größe 25. Ich möchte aber vielleicht auch eins mit 50 machen. Oder, wie gesagt, mit 312. Das ist jetzt sehr groß, geht hier hinten raus, aber das scheint zu funktionieren. Das ist schon mal sehr schön. Ich bin zufrieden, deswegen sage ich mal OK. Jetzt möchte ich verschiedene Quadrate an verschiedenen Stellen malen. Dafür kann ich dazwischen an eine zufällige Position gehen. Ich wische gerade nochmal, dass wir wieder von vorne anfangen können und wähle bei Bewegung immer den Gehe zu zufälliger Position Block aus. Danach möchte ich immer ein Quadrat malen, weil ich ganz viele Quadrate machen möchte. Sagen wir mal 10. In Größe 10. So. Was ihr jetzt seht, ist, dass auch der Weg dorthin an die zufällige Position immer mitgemalt wird. Das ist natürlich was wir eigentlich nicht wollen. Wenn wir uns die Blockdefinition nochmal anschauen, sehen wir, dass wir zwar am Anfang den Stift runter gemacht haben, am Ende den Stift aber nicht wieder hoch. Das heißt,
der Stift bleibt für immer unten, wenn wir einmal diesen Block ausführen, so lange, bis irgendwo der Stift wieder nach oben genommen wird. Das können wir beheben, indem wir einfach sagen, am Ende, nachdem unser Quadrat gemalt ist, möchten wir den Stift wieder hochnehmen. Wenn ich jetzt wieder OK sage und probiere genau dasselbe nochmal aus, ich wische und klicke mehrfach, hat es jetzt den ersten Weg noch hingemalt, weil der Stift noch unten war, aber danach kann ich meine Quadrate unabhängig voneinander malen. Quadrate sind schon mal ein guter Anfang. Natürlich möchten wir aber auch andere Vielecke machen. Zum Beispiel Dreiecke, Sechsecke, 28-Ecke oder was uns sonst so einfällt. Dafür lösche ich jetzt gerade nochmal die Sachen, die wir eben gemacht haben. Und wir fangen nochmal von vorne an. Quadrat wissen wir schon, wie geht. Wir wiederholen 4-mal. Wir gehen Schritte und drehen uns danach 90 Grad. Für ein Achteck wäre es wieder genau wie eben. Wir wiederholen nur 8-mal, gehen Schritte und drehen uns danach natürlich nur um die Hälfte der Gradzahl, weil wir doppelt so viele Wiederholungen machen. Für ein Dreieck wären es zum Beispiel 120 Grad. Ich kann meine Skripte, die ich mehrfach benutzen will, einfach duplizieren, indem ich hier Rechtsklick Duplizieren auswähle. Dann bekomme ich das ganze Skript an meiner Maus und habe das so lange, bis ich wieder klicke und dann wird es an der Stelle losgelassen. Das heißt, für ein Dreieck habe ich 120 Grad. Für ein Sechseck wären es dementsprechend 60, doppelt so viel, also halb so viel Grad wie beim Dreieck, weil doppelt so oft wiederholt wird. Das kennen wir schon aus dem ersten Video. Wir haben insgesamt 360 Grad, also einen kompletten Kreis, einen Full Turtle Turn. Und wir drehen uns jeweils 360 geteilt durch die Anzahl an Seiten, die unser Vieleck haben wird. Das können wir uns zunutze machen, diese generelle abstrakte Form, um uns einen eigenen Block zu erstellen, der beliebige Vielecke malen kann. Wie eben gehen wir wieder auf Plus oder Neuer Block, um uns einen neuen Block zu erstellen. Der soll in diesem Fall Vieleck heißen. Unser Vieleckblock hat als Eingabe die Anzahl an Ecken, die das Vieleck haben soll. Ich nenne das mal Eckenzahl. Und dann funktioniert das Skript folgendermaßen. Am Anfang machen wir den Stift runter, dann wiederholen wir was. Und dann machen wir den Stift wieder hoch. Und das, was wir wiederholen, ist wie eben, wir gehen und wir drehen. Wir wiederholen jeweils so oft, wie unser Vieleck Ecken hat. Also für ein Dreieck 3-mal, für ein Viereck 4-mal, für ein 28-Eck 28-mal. Die Zahl ist jeweils hier in diesem orangenen Oval gespeichert, der Eingabe. Wir können die einfach hier reinziehen. Genauso für den Drehwinkel. Der ist jeweils 360 Grad geteilt durch die Anzahl an Ecken, also die Eckenzahl. Hier können wir das schon mal testen. Unser Block ist wie übrigens alle selbstgemachten Blöcke und auch alle importierten Blöcke am Ende der jeweiligen Kategorie, in der sich der Block befindet. Unser Vieleckblock malt jetzt ein super kleines Dreieck mit Seitenlänge 10 oder ein super kleines Viereck mit Seitenlänge 10 oder wir probieren mal das angesprochene 28-Eck. Das sieht fast schon aus wie ein Kreis. Zur Sicherheitshalber machen wir nochmal ein Sechseck. Das scheint alles zu funktionieren. Und jetzt haben wir natürlich, wie gerade eben, wollen wir auch die Größe variabel gestalten. Das funktioniert genau wie beim Quadrat gerade eben. Wir klicken Plus, sagen hier Seitenlänge als Eingabenamen und fügen eine zweite Eingabe hinzu, die jeweils die Schrittlänge bestimmt. Wenn ich meinen Block hier bearbeite, sehe ich, dass der jetzt 2 Eingaben hat. Wenn den jemand anders benutzen möchte oder ich den vielleicht später nochmal irgendwann benutzen möchte, weiß ich gar nicht mehr, welche Eingabe welche ist. Das heißt, es ergibt Sinn, die Eingaben irgendwie zu benennen, dass man die von außen sehen kann. Dafür können wir einfach den Titeltext des Blockes erweitern. Das funktioniert genauso wie die Eingaben zu erstellen. Wir klicken hier auf das Pluszeichen, nur wählen wir statt Eingabe Beschriftung des Blockes aus. Und hier würde ich jetzt sagen, die erste Eingabe ist die Eckenzahl. Deswegen gebe ich das dazu. Die zweite Eingabe ist die Seitenlänge. Auch hier Beschriftung und vielleicht ein Doppelpunkt hinten dran. Wenn ich meinen Block jetzt speichere, ist der Text auf dem Block erweitert worden und es ist eindeutig klar, die erste Eingabe ist die Eckenzahl, die ich erwarte, die zweite Eingabe ist die Seitenlänge, die ich erwarte.
So. Das heißt, wir haben uns jetzt unseren eigenen Block gemacht, mit dem wir beliebige Vielecke machen können. Jetzt wollen wir so eine Art Kunstwerk daraus erstellen. Unser Kunstwerk soll ein zufälliges Polygonbild ergeben. Wir wollen alles zufällig machen. Die Anzahl an Ecken soll zufällig gesetzt werden, die Größe soll zufällig gesetzt werden, die Polygone, Vielecke sollen an einer zufälligen Stelle auf der Bühne sein, in einer zufälligen Farbe, mit einer zufälligen Stiftdicke, alles Zufall. Um Dinge zufällig zu machen in Snap, findet ihr unter Operatoren einen Block, der heißt Zufallszahl von bis. Standardmäßig eingegeben ist 1 bis 10. Das heißt, wenn ich den Block anklicke, bekomme ich eine zufällige Zahl zwischen 1 und 10 ausgegeben. Ich kann die Angabe hier auch ändern. Zum Beispiel, wenn ich hier angebe, ich möchte einen von 0 bis 0,99999, dann kriege ich auch Fließkommazahlen. Wenn ich angebe, ich möchte irgendwas von minus 10 bis 10, kann ich auch negative Zahlen bekommen. Also könnt ihr hier zufällige Zahlen auswählen. Das wollen wir uns jetzt zunutze machen, um unser Polygon-Kunstwerk zu erstellen. Ich räume hier mal ein bisschen auf. Skripte könnt ihr einfach löschen, indem ihr sie hier rüberzieht auf die Palette. Und jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Wir wollen Vielecke malen mit einer zufälligen Anzahl an Ecken und einer zufälligen Seitenlänge. Für eine zufällige Anzahl an Ecken bietet sich an, mit 3 anzufangen. Ein Zweieck ist nur ein Strich, das ist jetzt keine Form, die wir malen wollen. Das heißt, wir fangen als niedrigste Zahl, benutzen wir die 3. Als höchste Zahl würde ich sagen, machen wir mal ein Achteck. Das heißt, unser Vieleck soll eine zufällige Eckenzahl zwischen 3 und 8 haben. Die Seitenlänge, die wir haben wollen, soll auch zufällig gewählt werden. Zum Beispiel, sagen wir mal, 10 soll das kleinste sein und 30 soll das größte sein. Danach wollen wir für jedes Vieleck an eine zufällige Position gehen. Ihr erinnert euch aus dem letzten Video, zufällige Position könnt ihr in der Bewegungskategorie finden, indem ihr sagt, gehe an eine zufällige Position. Außerdem wollen wir zufällig setzen die Stiftdicke, die Stiftfarbe unserer Vielecke. Das heißt, wir setzen die Stiftdicke zufällig und zwar vielleicht zwischen 1 und 5. Und wir setzen auch die Stiftfarbe zufällig. Vielleicht, wenn wir uns hier angucken, ich mag besonders gerne Grün und Blau. Grün ist, wenn von 0 bis 100 das Farbspektrum gibt, vielleicht so bei 30. Blau ist vielleicht so bei 70. Also sagen wir wollen zufällig eine Stiftfarbe zwischen 30 und 70 auswählen. Wir setzen den Stiftfarbton auf eine Zufallszahl zwischen 30 und 70. Können das nochmal testen, ob das auch funktioniert. Das sind alles Blau- und Grüntöne. Wunderbar. Und jetzt wollen wir natürlich nicht nur ein Vieleck machen, sondern ganz viele. Das heißt, ich wische hier nochmal und mache dann eine Schleife außenrum. Wie viele Vielecke wir machen wollen, sagen wir mal 60. Dann können wir das jetzt ausprobieren. Was hier passiert ist, es malt 60 Vielecke. Ihr seht aber, das geht relativ langsam vonstatten, weil die Vielecke alle Schritt für Schritt gemalt werden. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, gibt es einen Block in Snap, der heißt Warp. Den findet ihr in der Steuerungskategorie und was der Warp-Block macht, ist, dass er alles, was gemalt wird, vorherberechnet und dann auf einen Schlag malt. Das geht schneller, als alles Schritt für Schritt zu malen. Das heißt, wenn wir einfach unser Skript in den Warp-Block einbetten, kriegen wir viel schneller unser Polygon-Gemälde und dann können wir auch hier größere Zahlen eingeben, zum Beispiel 200, weil es dann nicht so lang dauert. Zeigen es nochmal in Vollbild. Hängen wir ein wenn Leertaste gedrückt ist, Block dran. Jetzt kann ich im Vollbild mit der Leertaste mein Skript starten und bekomme ganz viele Vielecke. Aus unerfindlichen Gründen sehen Dinge immer besser aus, wenn man sie auf schwarzen Hintergrund malt. Das heißt, als letzten Schritt für dieses Projekt möchten wir noch den Hintergrund unserer Bühne anpassen. Ich mache nochmal alles sauber und wir wählen hier unten die Bühnenfigur aus. Auch die Bühne kann wie unsere Figuren Kostüme haben. Bei der Bühne sind es Hintergründe. Die Hintergründe funktionieren genau wie auch der Kostümeditor bei den Figuren. Ihr könnt hier auf den Pinsel klicken, um den Hintergrundeditor zu öffnen, den Kostümeditor. Und wir wählen hier unten einfach Schwarz aus und füllen unsere Bühne einmal mit Schwarz aus. Klicken wir OK, bekommen wir einen ganz schwarzen Hintergrund. Jetzt können wir nochmal unser Gemälde vorführen und schauen mal, wie es aussieht.
Mir gefällt es sehr gut, ich hoffe euch auch und ihr werdet selbst kreativ mit euren eigenen Polygonen. Sucht euch eure Lieblingsfarbe, überlegt euch andere Dinge, die ihr noch verändern wollt, spielt vielleicht ein bisschen mit Sättigung, Helligkeit und wir sehen uns bald.